Wir sind hier mit Lukas Prinz, der ja für sein Zombie-Deck berühmt ist und heute wieder mal Zombie gespielt hat. Wieso hast du dich dafür entschieden? Ich habe das Deck auf Yu-Gi-Oh! Organization gesehen. Das hat bei einem 20-Mann-Ladenturnier irgendwie den zweiten gemacht, in einem Feld voller Performances. Und da dachte ich mir, ja, irgendwas muss das ja können. Das Deck sieht zwar ziemlich komisch aus, aber ich teste das trotzdem mal. Und jetzt habe ich den Bild ein bisschen umgebaut und ja, läuft ganz gut, wenn man auch richtig spielt. Alles klar. Ja, wieso genau Zombies? Ist es wegen der Bandlist oder weil du es irgendwie gerne spielst? Einerseits spiele ich gerne Zombies, andererseits ist es im Moment so, ich kann mein Deck für Lille noch nicht testen, weil das Magician Structure noch nicht raus ist und meine alten Decks, also ich hatte vorher Shaddoll gespielt, das hat sich jetzt so ein bisschen erledigt. Ja, und deswegen dachte ich mir, jetzt spielst du mal irgendein lustiges Deck hier. Und so kam ich dann auf dieses Zombie. Alles klar. Also macht noch Spaß, oder? Das zu spielen? Ja, es ist schon ganz witzig, vor allem wenn die Gegner sich dann immer denken, so was macht der da, warum liegen da auf einmal 5 Synchros und warum habe ich nur noch 2 Handkarten, wenn ich gerade erst meinen ersten Zug anfange, also macht schon Spaß, ja. Okay. Um das ein bisschen zu erklären, gehen wir jetzt zuerst mal zu der Zombie-Engine, also den Zombie-Karten in seinem Deck. Ja, erklär doch mal ein bisschen dazu. Also Goblin Zombie ist halt so dieser Standardsucher, den man schon aus 2008, glaube ich, kennt. Wenn der stirbt, kann ich mir einen Zombie suchen. Ist eigentlich ganz nett, aber man will halt keine 2 ziehen, weil in einem Combo-Deck zweimal den Goblin-Zombie haben, den man normal beschwören muss. Ist nicht so cool, weil es einfach eine Karte weniger ist, die man für die Combo hat. Deswegen, wenn ich ihn ziehe, dann ist er gut. Wenn ich ihn zweimal ziehe, ist er schlecht. Deswegen spiele ich nur 2. Dann 3 Mizuki ist klar, 3 Monster Reborn würde, glaube ich, jeder spielen. Beast of the Pharaoh ist somit der MVP des Decks. Das Beast sagt im Prinzip, wenn es versynchrot wird, kann ich einen Zombie vom Friedhof wieder beschwören. Und das beschwört sich halt meistens selber wieder, dann denke ich noch einen Tuner dazu, dann mache ich noch eine Synchro, dann kommt er wieder, dann kommt noch ein Tuner und so liegt da dann irgendwann Omega und Stardust und Trishula und ja. Also ziemlich stark irgendwie, also du kannst ziemlich viele Synchros in einem Zug beschwören. Richtig, mein Rekord ist glaube ich 12. 12? Im ersten Zug. Ja, und sonst der Uni-Zombie, der ist jetzt der neueste aus dem ganzen Haufen hier. Der sagt halt, man kann einmal pro Zug eine Handkarte abwerfen und einmal pro Zug einen Zombie aus dem Deck in den Friedhof legen und darf dadurch halt jeweils einem Monster ein Level dazugeben. Der legt Mizuki in den Friedhof, der legt das Beast in den Friedhof und der sorgt halt einfach für Setup. Alles klar. Die Standard-Zombie-Karten, die man gerade die ich so spiele. Okay. Dann spielst du ja nicht irgendwie pur, sondern du spielst mit Resonatoren. Wieso Resonator? Weil ich die in der Deckliste gesehen habe. Das war so der erste Gedanke, so irgendwie, was tut das? Gelesen und mir gedacht, ja okay, das kann irgendwie 2 Monster aufs Feld bringen. Und dann habe ich das halt mal ausgespielt und mir gedacht, okay, was macht man aus Beast of the Pharaoh und Red Resonator? Und dann kam da halt einfach, und nur aus den beiden Karten kommen halt 2 Synchros. Ein 7er und 2 7er oder ein 9er und ein 4er, also ist schon ziemlich frech. Deswegen halt Red Resonator, der ist auch so ein Combo-Setup-Starter quasi. Deswegen, aber ich spiele nur 2, weil ich keine 2 ziehen will. Resonator Call ist im Prinzip, such dir einen Resonator, also ist im Prinzip der 3. und 4. Red Resonator oder der 2. und 3. Synchron Resonator. Und Synchron Resonator ist halt einfach nur ein 1er-Tuner, den man neben einem Synchro specialen kann von der Hand. Ja, der ist halt, wenn Hyper Librarian zum Beispiel liegt, legt man den hin, versynchros das Beast, kriegt das Beast wieder und zieht eine Karte. Also das ist so der Sinn von der Resonator Engine. Das ist einfach Combo-Setup und Combo-Continue quasi. Alles klar. Dann kommen wir zu den Synchron-Karten, die One-Offs. Was sagst du dazu? Ja gut, Plug Spreader Zombie ist halt ein Zombie-Tuner, den sollte man schon spielen. Also er macht mit dem Beast zusammen einen Hyper Librarian, mit Ancient Pixie Dragon zusammen den Big Boss des Decks, Hot Red Dragon Archfiend Abyss heißt er, glaube ich. Okay. Bulb ist ein gutes One-for-One-Ziel und Jet Synchron spiele ich, weil ich Axel Synchron im Extra-Deck spiele. Jet Synchron macht im Prinzip dasselbe wie Bulb, nur dass man eine Handkarte abwerfen kann. Heißt, wenn man den mit einem Goblin-Zombie versynchro zum Beispiel, sucht man sich einen Mizuki, wirft den direkt wieder ab. Und hat dann den Mizuki und kann mit dem Mizuki direkt den Goblin-Zombie wiederholen und ja, das ist so der Sinn von dem Jet-Synchron. Und ich kann ja halt aus dem Deck quasi millen. Das ist mit dem Axel-Synchron. Das ist ziemlich explosiv. Würdest du denn sagen, dass es konstant ist? Wenn ich anfange, habe ich zu 90% ein dickes Feld. Aber es ist halt sehr anfällig gegen Backrow, weil sobald einmal irgendwo reingegriffen wird, zum Beispiel vorhin hat mir wer mit Ghost Ogre und Snow Rabbit den Hyper Librarian zerstört. Und dann stand ich da natürlich erstmal und dachte mir so, okay, jetzt muss ich irgendwie Karten ziehen und hoffen, dass ich Soul Charge kriege und ich habe verloren. Hat im Endeffekt daran geändert, dass ich ihm mit Max C 30 Karten gegeben habe und dann halt im nächsten Zug verloren habe. Ei. Ja,
Das ist so, also wieder, wenn ich anfange, ist das Deck sehr konstant, wenn ich nicht anfange, nicht so. Alles klar. Dann kommen wir jetzt mal zu den erstmal ungewöhnlichen Synchros. Wieso hast du dich für die jetzt entschieden? Ja, also die beiden hier sind beides Synchro und Tuner, heißt man baut die mit dem Beast. Das Beast kommt direkt wieder und man kann es direkt wieder versynchron, das heißt im Prinzip mit Hyper Librarian auf dem Feld zieht man 2 Karten. Und die anderen beiden sind unterstützen die Speed Engine des Decks. Fairy Dragon kann mir die Combo fortsetzen, indem ich ein Monster von der Hand specialen kann. Also wenn mir ein Tuner fehlt oder wenn mir ein Non-Tuner fehlt, je nachdem was mir fehlt, kann ich einfach irgendwas von der Hand daneben legen. Und Pixie Dragon lässt mich im Prinzip eine Extra-Karte ziehen, wenn ich eine Feldkarte aktiviere. Und auch mit Pixie Dragon und Plug Spreader beschwöre ich meistens Hot Red Dragon Boss da. Alles klar. Ja. Ja gut, dann sind das jetzt so die krasseren Synchros. Die gewöhnlichen sind, glaube ich, alle ziemlich klar, oder? Ja, den Hot Red Dragon Archfiend Abyss könnte man vielleicht noch erklären. Der braucht einen Dark Dragon Non-Tuner Synchro und einen Tuner, der ist Level 9 und kann einmal pro Zug eine Karte negieren. Einfach irgendeine Karte? Einfach eine offene Karte, die der Gegner kontrolliert. Also halt ein Monster, das schon liegt oder eine Pendelkarte oder auch wenn er einen Raigeki aktiviert, kann er das auch negieren. Der negiert einfach alles. Alles klar, ziemlich stark. Ja. Jetzt kommen wir so zu den Zauberkarten, die das Deck schneller machen. Wieso hast du dich zum Beispiel für Pseudo-Space entschieden? Pseudo-Space ist, wenn ich meine Combo abschließe, weil mein Deck baut ja im Prinzip darauf auf, dass ich meinem Gegner alle Handkarten nehme, also mit Omega und Trishula, und dann das, was er noch hat, mit den anderen Karten negiere. Also mit Hot Red und Stardust und Clearwing Dragon. Und wenn mein Gegner dann meinen Chicken Race nutzt und dann eine Karte mehr zieht, dann hat er eine Karte mehr, mit der er durchkommen kann. Deswegen mache ich als Abschluss immer mit dem Fairy Dragon das Chicken Game weg und lege Pseudo-Space hin. Pseudo-Space kapiert dann das Chicken Game bis zum Ende des Zuges. Ich ziehe noch eine Karte und mein Gegner hat kein Chicken Game. Ziemlich strategisch so. Ja, das muss ich zugeben, war nicht meine Idee, sondern die Idee von einem Kumpel von mir. Dafür möchte ich ihn hier an dieser Stelle nochmal herzlich danken. Wie heißt der denn, wenn er genannt werden darf? Er darf genannt werden, ich überlege nur gerade, ja, Florian Behrendt heißt der Mann. Alles klar. Upstart ist eigentlich selbst erklären. Richtig, Upstart ist ja immer so, dass er 1000 Lebenspunkte mehr hat, interessiert mich nicht, weil ich 11.000 Angriffspunkte aufs Feld lege, mindestens, und ja. Ja gut. Alles klar. Jetzt kommen wir noch zu den OP-Zauberkarten, würde ich sagen, ne? Ja, so kann man sie nennen. Das sind quasi so die, wie man sieht, die Karten spiele ich alle einmal. Könnte daran liegen, dass die alle auf 1 sind. Das sind quasi so die Karten, die einem das Spiel gewinnen. Also Soul Charge erklärt sich von selber, denke ich, wenn man irgendwie eine Synchro-Summon macht und dann alles, was man dafür benutzt hat, wiederholt, reicht das meistens schon, um die Combo zu starten. Foolish Burial schickt mir irgendwas in den Friedhof, was mir fehlt. Wenn mir eine Bulb fehlt oder ein Mizuki oder ein Pharao, ich kann mir halt jedes Monster milden, das ich brauche. One for One ist auch ein Combo-Starter mit Goblin Zombie und One for One das reicht meistens schon für die Combo. Oder Beast und One for One, Uni-Zombie und One for One. Also das ist somit eine der stärksten Karten im Deck. Und Burial from the Different Dimension ist halt vor allem im Late-Game. Oder wenn man während der Combo immer feststellt, ich habe jetzt alle meine Mizukis verbraucht, aber ich würde gerne weiter beschwören, oh, ich habe wieder 3 Mizukis im Friedhof. Also ja, das ist so der Sinn von den 4 Karten, das sind so die Game-Winner. Okay, das war's, glaube ich, von der Deck-Vorstellung. Würdest du das Deck denn weiterspielen? Also wenn ich bedenke, dass ich jetzt 6-0 stehen würde, wenn ich keine Fehler gemacht hätte, dann wäre das schon eine Überlegung wert, aber ich glaube, dass Performage, Magician, Pendelhaufen in Lille stärker ist. Okay. Ich werde es aber auf jeden Fall gegeneinander testen und sonst mal schauen. Also ich spiele immer gerne Zombie, wenn es gut ist. Nur in Lille würde ich dann auch gerne mal irgendwie mal wieder weit kommen. Heißt, wenn Pendelhaufen besser ist, dann spiele ich Pendelhaufen. Alles klar. Ich würde sagen, viel Glück bei der YCS Lille. Danke. Und ich hoffe, du kommst da weit. Und wir sehen uns vielleicht nochmal beim nächsten Zombie-Deck in der Zukunft, wer weiß. Danke für die Vorstellung. Und willst du noch jemanden grüßen? Ich grüße mein ganzes Team, Team Nightmare und nochmal den Florian, auch bekannt als Schweiß. Und Giovanni, weil er sonst wieder beschwert, dass ich ihn nicht grüße. Und ja, ich glaube, das war's. Alles klar. Dann danke nochmal und das war's.